So Leute, hat euch der Alltag fest im Griff? Und bist du deswegen hier, weil du dir klar geworden bist, dass du in einem Zustand der dauerhaften Unruhe feststeckst? Hast du Stress im Beruf, Stress mit der Familie, Stress mit deiner Liebsten? Oder hast du gar keine Liebste? Bist du gerade in einer Phase des Umbruchs? Been there, done that. Will sagen, ich habe das schon hinter mir. Es ist jetzt schon wirklich eine lange Zeit her. Da verlor ich meinen Job als Marketingleiter bei einem Automobilhersteller. Meine Ehe ging in die Brüche und ich habe plötzlich Krebs entwickelt. Ohne Scheiß. Ja, alles zusammen, obwohl mir spirituelle Menschen dann irgendwann gesagt haben, dass Krebs durch Stress ausgelöst wird. Ob das stimmt, dafür ist vielleicht in einem anderen Video mal Zeit. Auf jeden Fall, das war Stress pur. Zu dieser Zeit habe ich mir den Film Der Untergang angeschaut. Ja, der mit Bruno Ganz. Und ich weiß noch, mein Fazit war nach diesem Film, die hatten damals wirklich richtige Probleme. Alles nur eine Frage der Perspektive. So, genug der Einleitung, kommen wir auf den Punkt. Ihr versteht das. Stress ist nicht gut und jeder weiß das. Und trotzdem scheint es in unserer Welt seit langem völlig normal zu sein. Ein Qualitätsmerkmal. In den meisten Unternehmen ist es doch so, wer richtig gestresst rüberkommt, richtig busy, der kriegt am schnellsten eine Gehaltserhöhung. Der oder die bekommt von seinen Eltern Achtung und Anerkennung, weil er so richtig hart für die Familie arbeitet. Und der wird zu Hause von der Frau umsorgt und bekocht. Spätestens hier fällt uns auf, was das alles für ein Quatsch ist. Meine These, ein Leben ohne Stress ist möglich. Du musst es nur anpacken. Schau mal, ich lebe auf Mallorca und kann von meinem Homeoffice aus meinen Projekten nachgehen, als Managementberater und als CEO-Coach arbeiten. Ich habe hier eine Frau gefunden in der Art, dass ich mich von so einer Frau lange nicht getraut habe, auch nur zu träumen. Ja, mein Tag ist vollgepackt, ich arbeite. Es ist mir wichtig, dass meine Klienten zufrieden sind. Es ist mir wichtig, dass mein persönliches Umfeld mit mir glücklich ist. Aber zuallererst achte ich auf mich. Mein erstes Ziel ist, dass ich glücklich und gelassen bin. Ich lasse es nicht zu, dass Stress aufkommt. Und immer wenn es soweit ist, tue ich eins der folgenden Dinge, um wieder runterzukommen. Und hier ist meine Liste von 5 Dingen, die du tun kannst, um sofort ruhig zu werden. Bleib dabei bis zum Ende. Erstens, Alkohol. Nein, keine gute Idee. Alkohol mag kurzfristig entspannend wirken, es dämpft das zentrale Nervensystem, aber wenn der Alkohol abgebaut ist, kommt es zum Rebound-Effekt und Stress und Ängste können noch stärker sein als vorher. Das gleiche mit Cannabis. CBD beruhigt, es tritt bei vielen Menschen eine Stimmungsaufhellung ein, aber ähnlich wie bei Alkohol, Gewöhnungseffekt. Du brauchst immer ein bisschen mehr, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und willst du es nicht alleine können? Willst du nicht der Meister deiner selbst sein? Wer ist der Herr im Haus, in deinem Körper? Lass dir nicht irgendwelche Substanzen in dir rumfuschen. War ich schon mal high? Ja, oft. Jede Woche. Ich versuche es jeden Tag. Aber ich mache das mit Meditation. Ohne Witz, das geht, dass du völlig entspannt bist, dir nichts durch den Kopf schießt, du einfach eine Ruhe, einen Frieden spürst. Und das ist schon Tipp Nummer 1, Meditation. Aber man muss ein bisschen üben. Dafür wirkt es wahre Wunder. Wenn du die Chance hast, einen Meditationskurs zu machen, mach das. Ich werde es sicherlich in einem der späteren Videos noch genauer erklären. Um aber ähnliche Effekte zu erreichen, empfehle ich dir die Bodyscan-Methode. Google das mal oder guck mal auf YouTube. Die Videos von Ellie Boothroyd sind fantastisch. Yoga Nidra, man legt sich auf den Rücken und die Sprecherin fordert dich auf, deine Körperteile einzeln durchzugehen. Also sie sagt tatsächlich nichts anderes als, jetzt konzentriere dich auf deinen rechten Daumen, auf deinen Zeigefinger, auf den Mittelfinger. Ja? Und sie geht mit dir tatsächlich die Körperteile durch, manchmal auch die Energiezentren, die Chakren. Anderes Thema, anderes Video. Und
Du konzentrierst dich tatsächlich mal auf eine Sache und du merkst, wie diese Körperteile nacheinander irgendwie innerlich aufleuchten. Es ist faszinierend, bisschen Übung hat bei mir sofort funktioniert und für mich das Mittel Nummer 2, um sich schnell zu entspannen. Drittens, körperliche Bewegung. Allheilmittel. Ja, es kann so einfach sein. Starte den Tag mit ein bisschen Aktivität. Ich gehe jeden Morgen eine Stunde Sport machen, vor der Arbeit. Und das seit Jahren. Das ist nicht zu viel verlangt. Das kannst du bequem überall in deinen Tagesablauf einbauen. Das habe ich auch gemacht vor Homeoffice-Zeiten in Deutschland auf dem Projekt. Immer jeden Morgen ins Fitnessstudio. Du kommst gleich besser drauf. Aber jetzt, wenn du dich wie in einem Loch fühlst, du wirst da nicht rauskommen, wenn du liegen bleibst. Du musst dich aufraffen und rausgehen. Und niemand verlangt, dass du gleich einen Marathon läufst. Geh einfach nur 10 Minuten mal raus, 20 Minuten raus, geh spazieren, beweg deinen Körper. Und ja, Bewegung hilft, das reicht schon, wenn du am Computer irgendwelche Nackenübungen oder so ein Zeug machst. Aber viel besser ist rausgehen, mal die Weite spüren. Tu das, du bist es dir schuldig. Dann viertens, Atemtechniken. Google mal so etwas wie 4-7-8 Atmung oder einfacher zweimal einatmen und langsam wieder ausatmen. Mit einem Seufzer, wie ich euch das hier nicht zumuten möchte. Ja, lasst mal alles raus. Fühlt sich gleich besser an. Es ist so einfach. Kann ich dir jetzt und gleich sofort empfehlen. 5. Tipp, ganz allgemein, tu mal, worauf du Lust hast. Was wolltest du immer schon tun? Nimm dir Blatt und Papier und mal irgendwas. Oder schreib irgendwas runter, deine Gedanken. Vielleicht ist das der Einstieg von Journaling. Kommen wir irgendwann nochmal dazu. Aber tu, was dir Spaß macht. Du bist schlecht drauf, du willst an die Playsee? Geh an die Playsee. Du hast Hunger, dann iss irgendwas. Vielleicht geht es dir dann schon wieder besser. Und wir reden jetzt hier nicht von Frustessen. Es muss nicht immer alles so extrem sein. Wenn du Hunger hast, iss was. Hör auf deinen Körper. Was verlangt er gerade? Bei mir funktioniert das immer wunderbar. Ich habe plötzlich Lust auf Kokosnussdrink oder Pistazien. Dann weiß ich, mein Körper scheint das gerade für irgendwas zu brauchen. Also gehe ich los und kaufe mir das Zeug. Das kannst du auch. Auf deinen Körper zu hören, hilft dir, deine Emotionen irgendwo hinzuleiten und zumindest kurzfristig Erfüllung zu finden. Und ja, vielleicht habt ihr auch schon dran gedacht, du kannst dir natürlich auch locker einen von der Palme wedeln. Palmen gibt es ja auch auf Mallorca. Und als Frau kannst du dir halt mit einem guten Rubbellos Entspannung verschaffen. Ist das ein legitimes Mittel und ein Thema für ein anderes Video? Wir werden sehen. Aber auch hier gilt das Gleiche wie bei Alkohol oder irgendwas, was du dir reinpfeifst. Es tritt ein Gewöhnungseffekt ein und du brauchst immer stärkeren Input. Kommt dir bekannt vor? Das alles gibt dir kurzfristig etwas, was gut ist. Aber du musst an die Ursache ran. Langfristig entspannt werden, langfristig glücklich werden. Das schaffst du nur durch knallhartes Analysieren der Situation. Mit einem Coach. Und dazu möchte ich dir auf meinem Kanal eine Menge Informationen geben. Deswegen, schau dir noch dieses Video an. Auf jeden Fall lass mir ein Like und ein Abo da. Das hilft mir, damit sich mein Content weiter verbreitet. Und mir machst du auch eine Freude. So, jetzt pack es an und entspann dich, Alter. Du schaffst das.